Also, ihr plant für eine Weile in Ungarn zu bleiben? Super! Dann werdet ihr ziemlich schnell auf ein ganz, ganz wichtiges Dokument stoßen. Die Adresskarte auf Ungarisch Lakcímkártya. Und glaubt mir, ohne das Ding geht hier so gut wie gar nichts. Aber keine Sorge, in dieser Anleitung hier zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr da rankommt, und zwar ganz ohne Kopfzerbrechen. Schaut euch diese kleine Karte mal an. Die ist wirklich so viel mehr als nur ein Stück Plastik. Man könnte sagen, sie ist euer offizieller Schlüssel zum Leben hier in Ungarn. Ihr braucht sie für einen Handyvertrag, für den Internetanschluss in eurer Wohnung und sie macht sogar das Reisen über die Grenze um einiges entspannter. Also, um's kurz zu machen, das Ding ist absolut unverzichtbar. Okay, ungarische Bürokratie. Ja, die kann einem am Anfang echt wie ein riesiger, unüberwindbarer Berg vorkommen. Man schaut drauf und denkt sich, oh je, wo fange ich da nur an? Aber, und das ist die gute Nachricht, keine Panik. Mit der richtigen Anleitung ist der ganze Prozess absolut machbar. Und genau da führen wir euch jetzt durch. Stellt euch das Ganze doch einfach mal wie ein Kochrezept vor. Ehrlich, wir haben hier die perfekten Zutaten und eine super genaue Anleitung. Und wenn wir uns jetzt einfach Schritt für Schritt daran halten, dann kann am Ende eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. So, hier ist unser Fahrplan. Zuerst die Vorbereitung und das Konto. Dann geht's durchs Online-Formular, das ist der wichtigste Teil. Und am Ende klären wir die letzten Schritte. Alles klar? Dann legen wir mal los. Okay, erster Abschnitt, Vorbereitung und Kontoerstellung. Denn wie bei jedem guten Rezept gilt auch hier, gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Leute, das ist jetzt der absolut entscheidende Punkt, bevor ihr auch nur einen einzigen Klick macht. Habt all eure Unterlagen parat. Also, hier ist eure Checkliste. Reisepass oder Perso, eure europäische Krankenversicherungskarte, ein aktueller Kontoauszug, euer Mietvertrag und die Immatrikulationsbestätigung von der Uni. Und das Allerwichtigste, scannt das alles vorher ein. Ihr braucht die Dateien als PDF oder JPEG griffbereit auf dem Computer. Glaubt mir, das erspart euch später eine Menge Stress. So, die Kontoerstellung selbst ist zum Glück super schnell erledigt, in nur 3 Schritten. Ihr geht auf enterhungary.gov.hu, füllt eure Daten aus. Dann klickt ihr auf den Bestätigungslink, der in eurem E-Mail-Postfach landet. Und zack, als letztes noch schnell ein Passwort festlegen, einloggen und das war's auch schon. Alles klar, Konto ist erstellt. Jetzt kommt der Hauptteil. Wir kämpfen uns gemeinsam durch das Online-Formular. Aber keine Sorge, das sieht auf den ersten Blick echt komplizierter aus, als es ist. Wir gehen das jetzt einfach Feld für Feld zusammen durch. Sobald ihr eingeloggt seid, klickt ihr auf New Application, also neuer Antrag. Dann wählt ihr, genau wie hier auf dem Bild, zuerst EEA Citizen aus. Das steht ganz einfach für Bürger aus dem europäischen Wirtschaftsraum. Und direkt danach klickt ihr auf Registration Certificate of an EEA Citizen. Das ist genau der richtige Pfad, den ihr braucht. So, bei diesem Schritt müsst ihr jetzt wirklich super genau sein. Tragt eure persönlichen Daten exakt, buchstabengetreu so ein, wie sie in eurem Pass stehen. Und jetzt passt gut auf, das ist der Tipp aus der Quelle, an dem so viele scheitern. Bei Mother's Maiden Name müsst ihr wirklich den Mädchennamen eurer Mutter eintragen, nicht ihren jetzigen Namen. Das wird so oft übersehen und führt dann nur zu unnötigen Problemen. Ja, die ungarische Adresseingabe, die kann einen am Anfang schon mal kurz verwirren. Aber es gibt einen ganz einfachen Trick. Name of Public Place und Type of Public Place ergeben zusammen den Straßennamen. Stellt's euch vor wie 2 Puzzleteile. Wohnt ihr also zum Beispiel in der Tűzoltúr utca, dann tragt ihr bei Name einfach Tűzoltúr ein und wählt dann beim Type die Option Utka aus dem Dropdown-Menü. Eigentlich total einfach, wenn man es einmal kapiert hat, oder? Der nächste Schritt ist wieder ganz unkompliziert. Hier tippt ihr einfach die Daten von eurem Reisedokument oder euren Personalausweis ab. Nehmt euch eine Sekunde Zeit, schaut genau hin und übertragt alles sorgfältig, damit sich keine Tippfehler einschleichen. Und jetzt kommt der kleine Gesundheitscheck. Ja, wirklich, das wird tatsächlich so abgefragt. Aber keine Sorge, im Grunde bestätigt ihr hier nur 2 Dinge. Erstens, dass ihr eine Krankenversicherung habt und zweitens, dass ihr nicht an bestimmten ansteckenden Krankheiten leidet. Wenn das bei euch der Fall ist, könnt ihr die Antworten einfach so übernehmen, wie wir das hier zeigen. So, und jetzt kommt die große Upload-Seite. Puh, die sieht auf den ersten Blick echt ein bisschen wild aus, ich weiß, aber zum Glück hat unsere Quelle das für uns perfekt aufgeschlüsselt. Wir sehen hier ganz genau, welches Dokument in welches Feld gehört.
Also zum Beispiel, ganz oben, da kommt der Scan von eurem Pass oder Perso rein. Ein Stück weiter unten im Bereich für die Krankenversicherung, da ladet ihr logischerweise eure Versicherungskarte hoch. Und noch weiter unten findet ihr dann die Felder für den Mietvertrag und den Kontoauszug. Haltet euch einfach an diese visuelle Anleitung, dann packt ihr auch alles an die richtige Stelle. Wir sind auf der Zielgeraden. Jetzt kommen die allerletzten Schritte. Bezahlung, ein letztes bisschen Papierkram und dann die Abholung. Wir haben es fast geschafft. Sobald ihr den Antrag abgeschickt habt, kommt die Zahlungsaufforderung. Und jetzt kommt die gute Nachricht, die Gebühr beträgt nur 1.000 Forint. Das sind umgerechnet wirklich nur ein paar Euro. Und das Beste, ihr könnt das ganz bequem online mit eurer Kreditkarte bezahlen. Achtung, nach der Bezahlung kommt jetzt ein super wichtiger Schritt, ich nenne es mal die Papierkramschleife. Also, ihr müsst in eure E-Mails schauen, dort findet ihr das automatisch ausgefüllte Antragsformular. Das müsst ihr dann ausdrucken, an den richtigen Stellen unterschreiben, wieder einscannen und dann erneut im Online-Portal hochladen. Diesen Schritt dürft ihr auf gar keinen Fall vergessen, sonst geht's nicht weiter. Und genau so sieht das Formular dann aus, das in eurem Postfach landet. Die gelb markierten Bereiche zeigen euch ganz genau, wo ihr unterschreiben müsst. Also super easy, da kann man eigentlich gar nichts übersehen. So, und jetzt kommt der vielleicht wichtigste Tipp aus der ganzen Anleitung, der euch beim Behördengang das Leben retten wird. Wenn ihr zur Abholung geht und die Person am Schalter fragt, was ihr wollt, dann sagt ihr diesen Satz. Registrations-Igasolage. Ganz wichtig, sagt nicht Lakcim-Kartja. Mit diesem Satz bekommt ihr nämlich zuerst die Registrierungsbescheinigung und die braucht ihr für den nächsten Schritt. Und damit ist die Quest abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch! Nach diesem Behördengang dauert es nur noch ein paar Wochen und dann liegt die endgültige Lakcim-Kartja bei euch im Briefkasten. Ihr habt den ungarischen Papierkrieg gemeistert. Und hey, das war ja nicht nur irgendein bürokratischer Akt, oder? Das war der letzte, entscheidende Schritt, um in Ungarn so richtig anzukommen. Die Türen stehen euch jetzt offen.